Tag, meine Damen und Herren. Ich berichte live vom Gerichtsgebäude, in dem heute der große Strafprozess gegen Thorsten stattfinden soll. Er hat schon mehrfach die Freiheit von Rauchern angegriffen. Deshalb droht ihm eine jahreslange Gefängnisstrafe. Seiner Meinung nach dürften Kippen nicht mehr auf den Boden geworfen werden. Im Namen aller Wesen eröffne ich den großen Strafprozess gegen Thorsten. Wegen Freiheitseinschränkungen gegen alle Raucher. Herr Staatsanwalt, bitte. Hohes Gericht. Bei dem hier Angeklagten handelt es sich um einen schweren Verbrecher. Immer wieder greift er die Freiheitsrechte, insbesondere von Rauchern an. Als vor etwa 4 Wochen Tarib sein Recht auf Freiheit mit dem Werfen einer Kippe ausführte, beleidigte Thorsten ihn sehr. Er führte an, in der noch glühenden Kippe seine Pfote verletzt zu haben. Tarib kann hierfür nicht verantwortlich gemacht werden, da mit Kippen auf dem Boden gerechnet werden muss. Um weiteren Schaden von der Allgemeinheit abzuwenden, fordere ich 10 Jahre Gefängnis. Dieser Spuk muss endlich aufhören. Wir sind gleich da. Ich möchte noch anführen, dass Tarib als Inhaber der Zigarettenfabrik für das Wohl unserer Stadt sorgt, indem er ausreichend Arbeitsplätze zur Verfügung stellt. Die Steuereinnahmen hieraus sind enorm wichtig. Okay, ich kann mich gleich abseilen. Hoffentlich ist das Feuer im Kamin nicht an, damit ich mir nicht die Pfoten verbrenne. Viel Erfolg. Und kommen wir nicht ohne Thorsten zurück. Wir brauchen ihn. Was ist das denn für ein Geräusch? Wer ist denn das? Komm mit, wir brauchen dich. Hier hast du eh nichts verloren. Scheinbar flüchtet der Angeklagte. Ich schicke sofort alle Wächter. Ja, das wird wohl das Beste sein. Alarm! Alarm! Der Angeklagte ist abgehauen. Hiermit erkläre ich die Gerichtsverhandlung als unterbrochen. Oh je, die kommen uns auf die Fersen. Ha, ich glaube, er ist falsch abgebogen. Ihr zwei, ihr werdet mir zu schwer. Ich kann den Helikopter nicht mehr halten. Oh nein, was mache ich nur? Oh Gott, das ist mir schlecht. Nicht auszuhalten. Die Wächter haben sich total verflogen und sind uns nicht mehr hinterher. Aber ich schaffe es nicht. Wir müssen landen. Meldung an die Zentrale. Der flüchtige Verbrecher ist mir entkommen. Da vorne auf dem Fels lasse ich euch ab. Es tut mir so leid. Ich wünsche euch das Beste. Oh, was ein Flug. Mir ist so schlecht. Ich muss brechen. Wo wir auch suchen. Er ist einfach weg. Er ist wie vom Erdboden verschwunden. Herr Staatsanwalt, bitte kümmern Sie sich darum. Selbstverständlich, Frau Richterin. Ich werde alles dafür tun, dass dieser Schwerverbrecher hinter Schloss und Riegel landet. Das sind wir vor allem auch Tarib schuldig. Incredibilmente in una imponente Unglaublich. In einer großen Rechnung personer fördes ut ur rättssalen. En uit de rechtszaal gehaald. Vi återkommer så snart vi har Wir melden nyheter. sobald wir neue Informationen haben. Dann benutzen wir mal die Kugel, damit wir ihn aufspüren können. Aha, das sind ja diese Verbrecher. Was ist denn mit der Kugel los? Das Licht wird immer schwächer. Oh nein, ausgerechnet jetzt muss die Kugel kaputt gehen. Es bringt ja alles nichts. Wir müssen in unser Versteck. Hier sind wir nicht sicher. Oh, ihr habt eine geheime Unterkunft. Wie sollen wir denn da hinkommen? Ich rufe jemand an, der uns abholt. Das wäre wirklich eine gute Sache. Na ran. Es bringt ja nichts. Dann müssen wir eben laufen. Etwas langsamer. Ich befürchte, ich habe mir eben im Kamin die Pfote verbrannt. Ich kann nicht gut laufen. Denkst du, was ich denke? Wir könnten das Alpaka fragen, ob es dich trägt. Ja, das wäre sicherlich hilfreich. Es ist wirklich lieb von dir, Alpaka, dass du mich trägst und ich deshalb nicht laufen muss. Ist es noch weit bis zu eurem Versteck? Nein, nein, wir sind gleich da. Keine Ahnung, was wir noch tun sollen. Heute ist er uns entwischt.
Aber wir bekommen ihn bestimmt noch. Die kleine Hütte ist euer Versteck? Auch wenn es klein aussieht. Innen ist es riesig. Wir haben es geschafft. Ich muss mich so sehr bei eurer Organisation bedanken, dass ihr mir geholfen habt, zu fliehen. Die hätten mich glattwegs jahrelang ins Gefängnis gesperrt. Dabei sind Sie eigentlich die Schuldigen. Das bestehende Recht sagt, dass man Kippen einfach wegwerfen darf. Kommt dabei eine Kippe ins Wasser, verseucht sie 60 Liter. Und auch den Fischen geht es da nicht gut. Die meisten rauchenden Wesen werden krank. Erst gibt es schlimme Husten und das Fell verfärbt sich. Und man kann sogar daran sterben. In vielen Ländern wird die Hungersnot größer, da auf den Äckern jetzt nicht mehr Getreide, sondern Kippen angebaut werden. Selbst Superhelden kommen nicht dagegen an. Ich habe einen heulen sehen. Wesen, welche die Kippen mit Futter verwechseln und diese aufessen, können schwerste Erkrankungen erleiden. Erst letztlich konnte ich einem Schmetterling via Mund-zu-Mund-Beatmung das Leben retten. Zusammen sind wir aber stark. Macht ihr mit bei Aktionen. Hallo Jessica, bist du fit? Wir müssen unbedingt unsere folgenden Aktionen besprechen. Die Verbindung ist schlecht, ich verstehe dich kaum. Wäre es dir möglich, etwas schneller zu drehen? Ich glaube, es wird einfach nicht besser. Verstehst du, was ich sage? Wir sollten uns unbedingt dieser Kippensache annehmen. Stimmt, das ist wirklich ein größeres Problem, als ich dachte. Ich habe mir gedacht, wir sollten es publik machen und Informationen verteilen. Das ist eine gute Idee. Ich lasse sie sofort drucken und dann verteile ich sie auf dem Marktplatz. Prima, mach das. Eine Information, was Kippen auf dem Boden anrichten. Es ist das unterschätzteste Umweltproblem unserer Zeit. Hier bitte, für Sie auch ein Informationsflyer. Sind Sie an der Umwelt interessiert? Ja, das bin ich. Ich habe auch schon gehört, dass die Kippen unser Grundwasser verseuchen. Es müssten sich einfach viele Wesen zusammentun und etwas gegen dieses Problem unternehmen. Deshalb bin ich hier. Wir möchten, dass dieses Problem bei allen Wesen überhaupt erstmal bekannt wird. Die Verbindung ist einfach nicht besser. Wie sollen wir denn jetzt weiter vorgehen? Hoffen wir, dass viele mitmachen und wir viele Kippen sammeln können. Nicht zu glauben, wo überall Kippen liegen. Ich nehme auch mal diese Kippe mit. Ich will mich an der großen Sammlung beteiligen. Daher nehme ich auch mal diese Kippe mit. Nicht zu glauben, wo überall Kippen liegen. Hier ist also das Anwesen von Tarib, dem Inhaber der Zigarettenfabrik. Er wird gleich die größte Überraschung seines Lebens erleben. Vielen Dank, dass ihr bei dieser Aktion mitmacht. Ich bin davon überzeugt, dass sie großartig wird. Tarib wird sicherlich sehr verärgert sein, aber für die Natur und alle anderen unserer Mitwesen wird es eine großartige Sache werden. Was soll denn diese Scheiße? Kippen gehören auf die Straße und nicht in meinen Garten. Nun hat auch Tarib einmal kennengelernt, dass Kippen an gewissen Stellen einfach auch stören können. So, Tarib, du hast wieder einmal Probleme. Was kann ich denn diesmal für dich tun? Irgendwelche Idioten haben meinen ganzen Garten voll mit Zigarettenkippen geworfen. Hast du eine Idee, warum sie das getan haben? Die wollen nichts anderes als meine Freiheit einschränken. Das muss natürlich umgehend gestoppt werden. Aber das ist kein Problem. Denn ich habe die besten Kontakte zu unseren Chefs. Mit ihnen zu reden wird aber auch nicht ganz einfach werden. Geld spielt keine Rolle. Das kann ich ja bezahlen. Hauptsache, es hört endlich auf. Guter Service ist mein Geschäft. Sobald du überwiesen hast, setze ich mich für dich ein. Das Geld ist praktisch schon bei dir. Hallo Jessica, heute lief es richtig gut. Tarib ist echt sauer. Super, dann beginn mit Teil 2. Du kannst aufhören, das Gespräch ist fertig. Vielen Dank dir. Ach ja, bevor ich starte, sollte ich nochmal alles kontrollieren, damit wir auch wirklich Erfolg haben. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Abflug. Ui, das war gewaltig. Aber es klappt. Es fliegt. Es fliegt. Ah ja, ich bin schon fast über Taribs Haus. Dann mal Action.
Es ist soweit. Grüner Knopf. Erfolg! Dann mal zurück nach Hause. Was soll das? Ich habe doch die Chefs bezahlt, damit sie das abstellen. Wieder gab es eine Aktion einer unbekannten Umweltschutzorganisation. ambientale. La casa di Tarip è stata interamente sepolta dai mozziconi. Cigarettfimpar. L'organizzazione... Organisationen efterlyser ett pantsystem för fimpar. Aktuell sind wir noch auf der Suche nach guten Ideen, welche Aktionen wir präzis durchführen können. Oh, das ist interessant. Thorsten, kommst du? Oh, Sascha ruft. Ich gehe mal hin. Mal sehen, was er möchte. Ui, was ist denn das für ein Studio? Aus dieser Zentrale koordinieren wir unsere Aktionen. Wo kommt denn die Energie hierfür her? Die kommt aus dem Fitnessstudio. Beim Lauftraining treiben die Sportler so unsere Turbine an. Und wir haben Strom. Ah, sehr praktisch. Aber warum sollte ich eigentlich kommen? Kommt ein Bericht über Tarips Haus. Hat da jemand sein ganzes Haus mit Kippen überworfen? Möglich. Wow. Gehen wir mal an die frische Luft und überlegen, ob wir auch so eine tolle Aktion machen können. Wir sollten das Unheil dort anpacken, wo es entsteht. Also ich meine, wir sollten eine große Demonstration vor seiner Kippenfabrik machen. Wenn Tarip nicht in seine Fabrik reinkäme, könnte er dort auch keinen Unheil treiben. Und allen wäre geholfen. Möglich, aber das wird uns nur für eine kurze Zeit gelingen. Wir können seinen Fabrikeingang nicht ewig blockieren. Ja, stimmt. Aber kurzfristig schon, das reicht vielleicht. Wie meinst du das denn? Es reicht, wenn wir auf das Problem aufmerksam machen und alle Welt davon erfährt. Es soll da ein Mädchen geben, das jeden Montag die Schule schwänzt und vor Tarips Fabrik protestiert. Ja, ihre Aktionen sind wirklich überall bekannt geworden. Aber hat es auch etwas genützt? Noch vielleicht nicht, aber wenn wir sie unterstützen würden? Lass uns doch einmal mit den anderen reden. Wir haben uns überlegt, dass wir gegen Tarip und seine schrecklichen Machenschaften vorgehen wollen. Dabei brauchen wir so viel Unterstützung, wie es nur möglich ist. Wir wollen die Einfahrt zu seiner Fabrik blockieren. Und damit für Aufsehen sorgen. Letztendlich soll die ganze Welt erfahren, was er für schreckliche Machenschaften hat. Wir wären euch alles so dankbar, ihr würdet uns unterstützen. Los, komm! Ich kann es gar nicht erwarten, endlich anzufangen. Heute ist Montag. Das junge Mädchen ist wirklich schon da. Ich kann es gar nicht abwarten, endlich Tarips dummes Gesicht zu sehen, wenn er nicht mehr in seine Firma kommt. Hallo, junge Dame. Wir würden dich gerne unterstützen. Wir haben uns gedacht, wir machen eine Sitzblockade, sodass Tarip nicht mehr in seine Firma kommt. Liebe Leute, es ist wirklich toll, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Es ist wirklich Zeit, dass alle Welt erfährt, was Tarip in dieser Fabrik tut. Es sind nicht nur die Kippen, die er produziert, sondern vor allem der Abfall. Genau, denn die meisten gerauchten Kippen landen einfach auf dem Boden. Damit wird unser Grundwasser zerstört und letztendlich unsere ganze Lebensgrundlage. Und Tarip, jetzt wird es interessant werden. Mal sehen, was er sagt. Sag mal, wer ist hier verantwortlich? Was soll das? Ich muss um meine Fabrik. Was macht ihr hier? Wir möchten, dass die Welt erfährt, was du hier treibst und was deine Kippen alles verursachen. Vor allem möchten wir durchsetzen, dass du alle gerauchten Kippen wieder zurücknehmen musst. Ein Pfandsystem? Was ein Quatsch! Man kann die Kippe doch einfach auf den Boden werfen. Dann ist sie auch weg. Ich rufe jetzt einen Freund an. Der wird euch schon gleich zur Ruhe bringen. Das ist ja nicht normal mit euch. Hallo Tarip, hast du schon wieder ein Problem? Was kann ich für dich tun? Da ist eine Demo vor meiner Fabrik. Ich komme nicht rein. Schick sofort die Wachen. Du wirst uns hier nicht wegbekommen. Dich werden sie sofort in den Knast stecken. Das stimmt. Du solltest dich wirklich in Sicherheit bringen. Lauf weg! Und wenn ihr noch so viele seid, wir lassen uns nicht unterkriegen. Hahaha, hab ich doch gesagt, dass ich das schaffe. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Oh oh!
Sagt mal, was soll das? Wo bin ich hier? Wir wollten dich in Sicherheit bringen, weil wir gerne mit dir zusammenarbeiten möchten. Naja, Hilfe bei unseren Projekten können wir immer gebrauchen. Aber wer seid ihr eigentlich? Das erkläre ich dir unterwegs. Komm mit. Das muss ich euch lassen. Das ist ein sehr interessantes Verkehrsmittel. Also, wir haben uns gedacht, unsere Organisationen könnten zusammenarbeiten. Jetzt sehe ich dich erstmal richtig. Ich bin überrascht. Bist du nicht die Richterin? Ja, natürlich ist sie das. Um ihre Identität nicht zu verraten, operieren wir immer im Geheimen. Ich hätte kein Problem damit, auch öffentlich aufzutreten. Aber im Moment kann ich so noch mehr erreichen. Wart ihr das, wo über das Haus von Tareb die Kippen abgeworfen hatten? Ja, das waren wir. Und das haben wir gleich zweimal gemacht. Wirklich alle haben davon berichtet. Ein genialer Schachzug. Stimmt schon. Aber leider hat es noch nicht viel verändert. Besser gesagt, noch gar nichts. Nicht ganz. Ich habe Gerüchte aufgenommen, dass Tareb versucht, das Kippproblem zu lösen. Ja, aber ich traue ihm nicht über den Weg. Wo fliegen wir eigentlich hin? Wie hast es du denn schon hierher geschafft? Naja, wohne hier. Es war nicht so schwer für mich. Kommt einfach rein. Vielen Dank für die Einladung. Also, wir waren zwar öffentlich präsent, aber trotzdem hat Tareb noch nicht eingelenkt. Wir müssen unbedingt dranbleiben. Was wollt ihr eigentlich genau erreichen? Wir wollen, dass es ein Pfandsystem für die Kippen gibt, dass Tareb sie wieder zurücknehmen muss und sie fachgerecht entsorgt werden müssen. Wir sollten mal nachforschen, was mit Tarebs Idee ist. Lasst uns mal an den Computer gehen. Okay, diese Seite ist nicht so spannend. Also zumindest ich weiß das schon. Jeden Tag werden mehrere Milliarden Kippen geraucht. Und 80% davon werden auf den Boden geworfen. Gibt es auch neue Informationen? Schaut mal. Ah ja, da ist ja ein Bericht über eure Aktion. Die sagen wirklich, dass Tareb umweltbewusst geworden sei. Er plant eine Entsorgung der Kippen. Ich glaube, da gibt es garantiert einen Haken. Aha, die Kippen müssen auf freiwilliger Basis zu ihm zurückgebracht werden. Das macht doch kein Wesen. Ich glaube, ich habe seine Idee gefunden. Oh je. Aber was will er denn mit den Höhlen machen? Ich glaube, da will er die Kippen einlagern. Das sind Höhlen unter der Westsee. Aber das macht doch unsere Probleme noch schlimmer. Und was würde das für die ganzen Krankenwesen bedeuten? Die bleiben natürlich trotzdem krank. Sag, sehe ich ihn hier im Büro vom Staatsanwalt? Ich glaube, der lässt sich bestechen. Lass uns mal zur Westsee aufbrechen. Kann ich mitkommen? Wir pfeifen einem Schmetterling. Schmetterlinge finden nämlich immer ihr Ziel. Oh prima, da kommt schon eine. Ich bin noch nie mit Schmetterlingen geflogen, aber es scheint sehr gut zu funktionieren. Mir macht mehr Sorgen, was wir gleich auffinden werden. Was ist das da vorne für eine Fabrik? Danke, Schmetterling, dass du uns so gut hierher gebracht hast. Von mir auch vielen Dank. Möglich, dass von hier aus die Kippen und das Meer verklappt werden. Meinst du, dass sie von hier die Kippen ins Meer pressen? Wäre möglich. Lass uns mal losgehen. Es muss doch irgendwo einen Eingang geben. Wenn es von hier aus so eine Art Tunnel gibt, könnte der Eingang in diesem Häuschen liegen. Das können wir mit meiner Heißbildkamera abklären. Warte, ich habe sie gleich bereit. Und? Kannst du etwas erkennen? Ich glaube, da gibt es wirklich einen Durchgang. Vielleicht gibt es einen Tunnel zur Plattform. Lass es uns probieren. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ich auch. Aber los geht's. Es ist ein wenig Licht. Lass uns losgehen. Offensichtlich wird dieser Weg öfter benutzt. Aber ob er wirklich zur Plattform führt? Das wissen wir erst, wenn wir durchgegangen sind und dort angekommen sind. Ich kann dich nicht mehr sehen. Wo bist du denn genau? Ich bin hier. Scheinbar geht es nach unten, aber da vorne in der Ferne, da kann ich ein Licht entdecken. Ich glaube, da sollten wir einmal hingehen. Was für eine schöne Höhle. Aber was ist das für ein Geräusch? Ach herrje, da kommen lauter Kippen. Die Verklappung hat schon begonnen. Los, komm weiter. Wir sammeln Beweise, gehen damit an die Öffentlichkeit. Wenn diese Kippen ins Grundwasser kommen, das ist doch nicht auszudenken. Hau, schnell weg. Hier kommen ganz viele Kippen rein. Schnell, bevor wir hier gar nicht mehr rauskommen. Mach, lauf! Schnell, bevor uns die Kippen von hinten wegtreiben, dass wir hier lang gelaufen sind. Komm. Ja, ich komme. Es scheinen noch keine Kippen. So, ich hab dich. Das ging ja noch mal gut. Und ganz ehrlich, so einen süßen Kerl wie dich habe ich wirklich noch nie aufgefangen. Es war mir wirklich eine Ehre. Oh je, ich glaube, ich habe mir den Fuß verstaucht. Das tut so weh. Das macht doch nichts. Ich kann dich doch tragen. Ich denke, wir sind gleich draußen.
Aber dann muss ich wirklich auch einmal durchatmen. Wow. Puh, geschafft. Was ich darin gesehen habe, das beunruhigt mich zu sehr. Wir sollten durchatmen und dann ins Versteck gehen. Ihr habt auch ein geheimes Versteck? Ja, natürlich. Es ist ein altes Abbruchhaus. Früher hat meine Urgroßmutter darin gewohnt. Niemand rechnet damit, dass wir uns dort aufhalten. Sie würde sich bestimmt freuen, auch einmal so einen netten Kerl wie dich zu empfangen. Leider ist sie schon vor langer Zeit verstorben. Also die Höhlen sind ganz sicher nicht dicht. Was würde das für einen Wassereinbruch in der Höhle bedeuten? Naja, das Wasser würde ganz sicher von den Kippen verseucht. Ganz genau, das hatte ich befürchtet. Aber ich habe da schon eine Idee, was wir tun können. Hat es etwas mit Schiffen zu tun? Dann bin ich dabei. Es wäre mir wichtig, mich auch beteiligen zu können. Die Kippen werden per Schiff angeliefert, um dann unter dem Meer verklappt zu werden. Wir müssen es schaffen, dass die Schiffe nicht ankommen. Genau, wir sorgen einfach für einen Stau. Wir haben jetzt so viele Schiffe, dass wir dauerhaft um die Plattform herumfahren können. Dann haben wir sozusagen eine Vorfahrt und das Schiff, welches die Kippen bringt, muss dauerhaft warten. Es kommt einfach nie an. Das ist doch ein genialer Plan. Finde ich auch. Mittlerweile sind auch alle unsere Schiffe unterwegs. Da kommt das Kippenschiff. Ja, aber auch unsere Schiffe sind fast alle am Zielort. Ich bin mir sicher, wir können das Müllschiff aufhalten. Da kommt auch der Hubschrauber. Von diesem aus filmen wir ja das Ganze und berichten im Fernsehen. Das Müllschiff ist fast am Ziel. Jetzt müsst ihr unseren Plan umsetzen. Also Leute, danke, dass ihr mitgekommen seid. Und da wir von rechts kommen, müsste es langsamer werden. Wird es aber nicht. Vorsicht, Vorsicht! Der hält nicht an! Der hält nicht an! Das gibt's doch nicht! Ah! 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 Das ging schief. Ich muss ihm nach. Ich muss ihn retten. Nee, wir haben nicht aufgepasst. Wir kamen von links. Du hast mich schon wieder gerettet. Warum müssen wir denn schwimmen? Ist denn keines unserer Schiffe in der Nähe? Aha, ich sehe. Wir sind sowieso gleich an Land. Diese Idioten wollen meine Arbeit stören. Dabei ist das Verklappen so gut. Ich kann es nicht fassen. Du hast mich schon wieder gerettet. So einen süßen Kerl wie dich rette ich immer wieder gerne. Ich glaube, wir können abbrechen und unsere Boote alle zurückrufen. Ja, das denke ich auch. Für heute sind wir gescheitert. Morgen versuchen wir es direkt wieder. Did you see that? It will be a sensation. Come on. Schau mal, da kommen einige Journalisten. Würdest du uns ein Interview geben? Ci concederesti un'intervista? Wir haben heute versucht, die Anlieferung von Kippen auf die Verklappplattform zu stoppen. Leider ist uns das nicht gelungen. Das Müllschiff ist ohne Rücksicht einfach weitergefahren. Dabei ist mein Freund bewusstlos ins Wasser gefallen. Zum Glück ist es mir gelungen, ihn rechtzeitig herauszuholen und ihn zu retten. Das Verklappen von Kippen in Höhlen unter der Westsee ist eine grauenhafte Idee für die Umwelt. Sie würden dort keineswegs fachgerecht entsorgt werden. Und sollte Wasser in die Höhlen eindringen, und davon ist irgendwann auszugehen, würde jede einzelne Kippe 60 Liter Wasser verseuchen. Wir fordern das Einführen eines Pfandsystems, wo die Hersteller verpflichtet werden, die Kippen zurückzunehmen und fachgerecht zu entsorgen. Thank you for the interview. Vielen Dank für das Interview. Ich wünsche dir viel Success. Idioten. Es ist meine Freiheit, was ich mit meinen Kippen mache. Und ich schmeiß sie eben weg. Okay, die Aktion hat nicht geklappt, wie sie sollte. Aber irgendwie war sie doch erfolgreich. Weil wir das Glück hatten, ins Fernsehen zu kommen. Solche Berichte, die sind wirklich viel wert. Richtig. Und genau so haben nun alle erfahren, was Tarib für schreckliche Geschäfte macht. Lasst uns dranbleiben. Ich habe noch eine weitere Aktion im Kopf. Thorsten, kommst du mit? Das klappt super. Wir landen gleich auf dieser schrecklichen Plattform.
Oh je, mit meiner Flugkugel stimmt was nicht. Oh, Hilfe, Hilfe. Ich glaube, du musst mich fangen. Das geht schief. Ich hab dich. Ja, ich hab dich. Ach, gut, dass du mich gerettet hast. Du bist wirklich ein toller Kerl. Wir müssen doch zusammenhalten. Außerdem war es auch einmal schön für mich, eine so süße Dame zu retten. Herrje, du machst mich ganz verlegen. Aber jetzt komm los. Psst, leise. Wir sollen uns nicht gleich hören. Ich bin doch leise. Noch leiser kann ich nicht laufen. Herrje, hier kommen die ganzen Kippen durch. Schrecklich, wie viele das sind. Bist du soweit? Kann ich ziehen? Ja, leg los. Klasse, der Banner hängt. Dem Geräusch nach kommt da Christina mit dem Helikopter. Die verschiedenen Banner, der Helikopter. Wenn das im Fernsehen kommt, dann haben wir es geschafft. Le imponenti operazioni contro lo sversamento di mozziconi proseguono senza sosta. Gehen uneingeschränkt weiter. Die Proteste gegen diese Kippenverklappung hören einfach nicht auf. Weißt du, um was es eigentlich geht? Vielleicht müssten wir uns dessen annehmen. Tarib will die Kippen einfach in Höhlen unter Meer abladen. Das scheint sehr gefährlich zu sein. Also, wenn ich diese Berichte so sehe, dann sollte man ihn unbedingt stoppen. Ich denke, es gehören Maßnahmen ergriffen, wie wir in Zukunft damit umgehen. Ich finde, wir sollten uns der Sache annehmen und Tarib bremsen. Das stimmt. Wir sind doch die Chefs. Wenn nicht wir etwas tun, wer denn sonst? Würden Sie bitte in unserem Namen Jessica und Thorsten zu uns einladen? Jawohl, gnädige Herrschaften. Vielen lieben Dank für diese herzliche Einladung. Auch wir haben zu danken. Gerne würden wir euch bei eurem Projekt helfen. Das Problem ist, dass offensichtlich der Oberstaatsanwalt korrupt ist und von Tarib bezahlt wird. Wir hatten schon öfter den Verdacht, dass er für Geld einfach alles tut. Wir werden das stoppen. Das sollte wirklich schnell passieren. Auch das Verklappen von Kippen unter der Westsee wird gestoppt. Eure Idee mit dem Pfandsystem finde ich gut. Den beiden sollte der Prozess gemacht werden. Das sehe ich auch so. Das wird eine ganz große Sache werden. Ich weiß nicht, wer sich dessen annehmen wird. Ich kenne da eine Richterin, die als sehr gerecht gilt. Du bist doch Richterin. Bitte kümmere dich darum, dass die beiden verurteilt werden. Halt! Stopp, Polizei! Was soll das? Warum werde ich hier gestoppt? Gegen dich liegt ein Haftbefehl vor. Du musst direkt vor Gericht erscheinen. Lächerlich. Der Staatsanwalt ist mein Freund. Wer soll das angeordnet haben? Ich war das. Jetzt nimmt ihn endlich mit. Idag inleds den stora rättegången mot Tarib och även mot den tidigare chefsåklagaren. Uno è accusato di concussione e corruzione. En de ander heeft op illegale wijze ernstige schade aan het milieu veroorzaakt. Ich rufe auf, den Prozess gegen Tarib. Anklägerin ist die Chefin persönlich. Ich klage Tarib an, wegen großer Verschmutzung der Umwelt. Es ist ihm mit Korruption gelungen, dass kein Pfandsystem für Kippen eingeführt wurde. Entsprechend werden jedes Jahr 5,4 Billionen Kippen auf den Boden geworfen und verseuchen das Grundwasser. Tarib, wirst du dich zu diesen Vorwürfen äußern? Ihr seid alle blöde Idioten. Die Vorsitzende Richterin wird in Kürze das Urteil gegen Tarib sowie gegen den früheren Oberstaatsanwalt wegen Korruption verkünden. Im Namen aller Wesen verkünde ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Tarib ist schuldig der Bestechung und der Umweltverschmutzung. Er muss deshalb die nächsten 25 Jahre 30 Stunden pro Woche Kippen aufsammeln gehen. Im Namen aller Wesen verkünde ich folgendes Urteil. Der Angeklagte frühere Oberstaatsanwalt Klaus ist schuldig der Bestechlichkeit und der Korruption. Er wird deswegen zu 10 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt. Was? Abführen. Den Helden Thorsten und Jessica sollen wegen ihrer großen Hilfe bei der Aufklärung dieses Falles feierlich ein Orden verliehen werden. Die beiden haben heute ihren großen Tag. Die Orden werden verliehen. Diese Gruppe macht einfach gute Musik. Boah, diese Musik ist einfach nur schrecklich. Zum Glück ist der Orden besser als dieses Orchester. Was ist das eigentlich für ein Orden? Das sieht wertvoll aus. Aber mir sagt es nicht. Das ist der Bombo-Orden. Was bedeutet das denn? Beispielloser Optimist mit besonderem Orden. Wow. Nun soll Thorsten für seinen außerordentlichen Einsatz für die Allgemeinheit geehrt werden. Es ist mir eine unendliche Freude, dir diesen Orden überreichen zu dürfen. Herzlichen Glückwunsch. Es liegt bei mir, mich bei Richterin Jessica für ihren Einsatz für die Gerechtigkeit zu bedanken. Daher ist es auch mir eine Riesenfreude, Sie hiermit in den Bombo-Orden aufzunehmen. Herzlichen Glückwunsch. Wir möchten uns bei allen unseren Freunden bedanken. Ohne sie war dies nicht möglich.